Wir sind am Flughafen, genau. Denn einige von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben ja gepostet. Schnitt. Und Alter, ohne Scheiß. Den ganzen Kram hört man doch in jedem anderen Video. Immer von den gleichen Leuten, die in ihrem Hotelzimmer sitzen, die erzählen, wie das Essen so geschmeckt hat, wie schnell der Taxifahrer doch gefahren ist und dass hier alle so ganz anders reden als bei uns zu Hause. Wer auf sowas Bock hat, der schaltet bitte ab. Ich will zumindest versuchen, anders an die Sache heranzugehen. Vielleicht bin ich einfach nur viel zu sehr von diesem Projekt überzeugt und am Ende wird es wie jeder andere Reiseblog auch. Aber wenigstens habe ich ein gutes Gefühl dabei. Wenn ich den Namen Israel höre, denke ich nicht zuerst an wunderschöne Strände, alte historische Städte, halt einfach ein schönes Urlaubsland, sondern ich denke zuerst an den Nahostkonflikt und den Gazastreifen. Ist schon irgendwie krass, dass man ein Land so sehr mit Krieg assoziiert. Welches Foto willst du machen? Ich mach gar kein Foto. Also eigentlich. Ja. Ihr müsst wissen, das ist mein erstes Video dieser Art. Ich setze mich dann also hin und überlege mir, wie baust du das Video auf? Du hast zigtausend Fotos und Videos und willst allen zeigen, was du so erlebt hast. Deswegen als erstes natürlich ein episches Intro. Danach chronologisch ein Video vom Flug und dann... Warte mal, das hatten wir doch alles schon. Lassen wir den Scheiß und reden über das gelobte Land und den Gazastreifen. Ich habe mir bei dieser Reise oft die Frage gestellt, wie wäre es für mich, in einem Land zu wohnen, welches sich so stark von Deutschland unterscheidet? Also Freitag gibt es so Freitagsgebet. Das ist Gott ist groß und ich bin überzeugt, es ist nur ein Gott. Und ja, man muss kommen zum Gebet, jetzt Gebetezeit. Ja. Israel ist ein Land mit einer sehr bewegten Vergangenheit. Es ist eins der ältesten, aber auch zugleich eins der jüngsten Länder der Erde. Entweder als biblisches Kanaan oder als Republik Israel, gegründet 1948. In diesem Land gibt es starke Kontraste. Wenn man in der Nähe des Gazastreifens unterwegs ist, merkt man, dass es dort an vielen Stellen an Geld fehlt. Einige Straßen sind nur bedürftig gepflegt und einige Häuser haben eine eher marode Fassade. Und es fehlt an Touristen. Doch warum? Eine denkbar kurze und mindestens genauso traurige Antwort ist Unsicherheit. Unsicherheit, die ein Tourist nicht bei einem Sommersonne-Kaktusurlaub möchte. Ich versuche euch an einem Beispiel zu zeigen, wie ich diese Unsicherheit empfunden habe.
In dieser Szene kann man, finde ich, gut sehen, was ich meine. Wir waren zu diesem Zeitpunkt ein paar Kilometer Luftlinie von Gazastadt entfernt und machten Halt. Nach ein paar Minuten kam ein Panzer gefahren. Im Prinzip nichts Außergewöhnliches so nah an der Grenze. Doch ich war so mit der Situation überfordert, dass ich meine Kamera nahm und lediglich aus der Hüfte gefilmt hatte. Einfach, weil ich nicht wusste, was passiert. Es war unfassbar laut und staubig und man spürte eine gewisse Anspannung. Ich fand die zwei Panzer cool. Und warum? Weil die waren echt cool. Die konnten sogar in echt Wache halten und konnten sogar in echt schießen. Und dass keine anderer Panzer rüber schoss, das fand ich echt am coolsten. Im Zusammenhang mit einem Chorprojekt hatten wir die Möglichkeit, verschiedene Stellen in Israel zu besichtigen, die man als normaler Touri nicht zu Gesicht bekommt. Wie zum Beispiel den Gazastreifen, ein Altersheim für Holocaust-Überlebende oder eine Schule, die sich in der Nähe des Gazastreifens befand. Um das Lebensgefühl eines Landes auf eine weitere Art einzufangen, gehe ich gern in Städte und lasse mich vom Puls der Stadt mitreißen. Ich hatte zwar lediglich ein paar Stunden in Jerusalem, doch allein diese Zeit hat gereicht, um mir zu zeigen, dass diese Stadt interessanter und spannender als jede andere Metropole ist, in der ich jemals gewesen bin. Und so hört sich Jerusalem an. Ich befinde mich oberhalb der Klagemauer und direkt vor mir auf dem Tempelberg der Felsendom. Die so ziemlich heiligsten Orte von zwei Weltreligionen auf einen Blick zu sehen, erstaunt mich nach der Reise noch genauso wie damals, als ich davor stand. Gerade befinde ich mich auf dem See Genezareth. Er ist nach biblischer Überlieferung wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Jesus und seine Gefolgschaft gewesen. Überall im ganzen Land gibt es Plätze mit besonderer Bedeutung für Gläubige aus aller Welt. Zwar finde ich, dass der kommerzielle Gedanke teilweise sehr stark dominiert hat, allerdings ist der kulturelle Austausch einzigartig. Okay, um es nochmal zusammenzufassen. Israel ist unfassbar vielfältig und sollte auf jeder To-Do-Liste stehen.
erste Doku rum. Ich fand es war ganz geil auf jeden Fall. Checkt alle Musiker nochmal aus. Verlinke ich in der Videobeschreibung oder wo auch immer ich das hochlade. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne mit den Leuten und macht's gut. Und was ist, wenn ich fertig bin mit Filmen? Drückst dich hier drauf. Zusammen.